Ein Sonnenaufgang, wie man ihn nur über den Wolken erleben kann. Dieser Tag wird einmalig für die Piloten Claudio Endrizzi und Mike Bendig. Sie sitzen zum letzten Mal in diesem Cockpit. Wir sind auf der letzten MD-11 der Lufthansa Cargo, unserer Charlie auf dem Weg von New York nach Frankfurt. Ja, und heute die große Ehre und das große Glück, hier auf dem letzten Flug mit dabei sein zu dürfen, ist sehr besonders. Charlie ist 23 Jahre alt, ihre Heimat Frankfurt. 18 Schwestern hatte sie bei der Airline, die sind schon weg, verkauft oder verschrottet. Ihren Namen hat sie von ihrer Kennung, die letzten beiden Buchstaben im Fliegeralphabet Charlie genannt. Die MD-11 hat den Erstflug gehabt 1990, geht aber eigentlich zurück auf einen Entwurf der DC-10, die 20 Jahre vorher schon ihren Erstflug hatte, 1970. Insofern ist es vom Basisentwurf her ein relativ altes Flugzeug. Wir haben im Rumpf hier, um die Steuerflächen anzusteuern, immer noch Stahlseile. Anspruchsvolles Fliegen, so richtig ebenso, wie es Piloten lieben, mit Knöpfen, Hebeln und Instrumenten. Die wurden moderner mit der Zeit. Vorschrift statt Nostalgie. Noch 2 Stunden bis Frankfurt. Hier wird gleich Geschichte geschrieben. Mechaniker, Flughafenmitarbeiter und Feuerwehr stehen bereit zur Begrüßung. Sogar ein Hubschrauber kreist über den Flughafen. Pilot Heiner Börger darf heute exklusiv im Tiefflug über das Gelände fliegen. Ja, die Sicherheit spielt natürlich eine ganz große Rolle und das muss alles koordiniert werden. Zunächst mal mit der Luftaufsicht und mit der deutschen Flugsicherung, damit wir da auch niemandem in die Quere fliegen. Und ich muss immer mit einem Ohr so ein bisschen auch mithören, was der Tower sagt. Dann endlich, noch nicht zu sehen, aber schon zu hören, die MD-11-Piloten funken mit dem Tower. Guten Tag, Farewell 11 zum letzten Mal. Das war die schon, ne? Die gesagt hat zum letzten Mal. Ah, da hinten kommt er. 400, 300, minimum. Continue. 50, 40, 30, 20, 10. Der letzte Flieger mit 3 Triebwerken ist gelandet. Zum letzten Mal über den Flughafen. Eine Rundfahrt der besonderen Art beginnt mit Genehmigung des Towers. Farewell 11, wir möchten gerne mal kurz vor den Spotterplatz anhalten. Farewell 11 ist genehmigt. Planespotter. Startklar. Die Linse geputzt, die MD-11 kann kommen. Lass es nicht einfach auf. Der Sound der 3 Triebwerke, das ist Musik in den Ohren der Piloten. Ein Highlight auch für Spotter. Wenn schon Abschied, dann doch so. Die Piloten müssen die Tower-Funkfrequenz verlassen. Ab jetzt hören sie auf die Kommandos der Vorfeldlotsen, auch Helipilot Heiner Börger. Jetzt geht's los. Er ist schon oft über den Flughafen geflogen. Aber so, dass wir die MD-11 mit einer Flughafenrundfahrt aufnehmen, das hat es noch nie gegeben. Das ist auch für mich einmalig. In nur 30 Metern Höhe fliegt er, tiefer darf er nicht. Der starke Abgasstrahl des mittleren Triebwerks könnte den Helikopter wegdrücken. Hinter dem Kapitän sitzt ein Kollege. Er spielt das Lied zum Abschied vom Handy. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up,
to say goodbye. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Schaut euch das an. Oh, babe, I hate Wipers on, please. but I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Triebwerk aus. Das war's dann.